Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Dann schauen wir mal, was der Tag so an Infos mitbringt und um was es heute geht. Ja, höre verstärkter auf deine Intuition, haben wir hier. Irgendetwas scheint zwischen Kopf und Bauch einherzugehen, wo du jetzt verstärkt, guckt mal, wir haben den Mond und die Intuition, das passt ja mal. Also hier verstärkte Botschaft über die Intuition. Vielleicht zeigt sich dir auch ein Weg irgendwie auf, wo du jetzt verstärkt auf dein Bauchgefühl hören sollst. Etwas, was sich unstimmig anfühlt, wo der Kopf aber vielleicht noch dazu sagt, ja, mach das weiter, das muss so sein, aber deine Intuition flüstert dir etwas anderes. Hier kann es verstärkt um den verbindlichen Bereich gehen, um Verträge, aber vielleicht auch ein Gefühl, das sich hier so als Kreislauf einschleicht. Nenn es den Beziehungsblues in irgendwelchen Dingen. Ne? Und wir haben hier in der bewussten Ebene das Buch. Ne? Hier ist klar, dass uns irgendwelche Info fehlt, dass wir überprüfen, dass wir lernen, dass wir ein neues Kapitel aufmachen müssen. Der Bauch suggeriert dir, es geht nicht drum rum. Ja, und in der unterbewussten Ebene habe ich das Thema Leidenschaft. Hier geht es darum, keinen Blues zu fahren oder keinen Blues zu verspüren, sondern hier geht es darum, etwas zu leben. Vielleicht auch eine Beziehung oder etwas, was eben verbindlich ist, das wieder mit etwas mehr Feuer bestückt wird, wofür wir brennen können. Also lass wieder ein bisschen mehr Leidenschaft in dein Leben. In der jüngeren Vergangenheit haben wir hier vielleicht schon uns neue Türen geöffnet. Wir fühlen uns recht sicher, so wie die Sachen sind. Und doch ruft uns irgendwas auf den Plan, neue Wege zu gehen, Entscheidungen zu treffen, andere Optionen zu nutzen. Das sieht man hier auch schon in Bälde. Vielleicht auch das sich auf den Weg machen, überhaupt mal neue Wege zu gehen, anzuvisieren, anstatt hier zu bleiben in der Situation, wo man schon spürt, irgendwie irgendwas fehlt. Wir wollen gern weiterkommen. Ne? Wir haben so bestimmte Sehnsüchte, Träume. Wir wollen uns irgendwie auch auf die Reise machen. Das Alltagsglück fällt. Also hier ist es schon möglich, dass wir hier einfach im Umfeld auch drauf gucken sollen, dass wir in kleineren Bereichen schon Chancen oder so nutzen oder finden. Das muss jetzt hier nicht das ganz große Ding sein, sondern das kann hier im Umfeld bestehen und aus Kleinigkeiten sich ergeben. Ich habe hier eine sehr kurze Zeitqualität im Prinzip. Ne? Also auch alle, die jetzt so ein bisschen keine Möglichkeit sehen, hier kommt eine, die kommt auch aus dem Umfeld, eine Möglichkeit von außen. Die Hoffnungen und Ängste, die liegen hier so, dass man sich vielleicht fürchtet, dass es wieder mit Hindernissen zu tun hat, wenn man etwas Neues beginnt, dass man wieder Berge umlaufen muss. Also man hat hier vielleicht die Befürchtung, dass es, wenn man aus der Komfortzone geht, weil es der Bauch einem zeigt, wieder mit Hindernissen verbunden ist. Und da kann ich ein Lied davon singen. Das hält einen dann natürlich auch ab, Veränderungen vorzunehmen.
Vielleicht steht man sich hierbei auch selbst im Weg, möglich. Vielleicht ist die Sicht auch auf das, was könnte es sein, noch ein bisschen verborgen. Man fühlt sich blockiert, etwas vorzunehmen, aus Angst irgendwie die Sicherheit zu verlieren. Aber längerfristig gesehen haben wir mit dem Baum das Wachstum. Also das ist hier eine Situation, aus der man sich rausmanövrieren kann, indem man im kleinen Bereich wieder mehr Feuer für eine Sache hat. Hier liegt jetzt keine bestimmte Sache, außer der Ring, ne? Etwas, was immer wiederkehrend ist, etwas im Beziehungsbereich, etwas, wo man sich neue Verbindlichkeiten mit aufmacht. Das kann hier so sein, dass es auch so ein Ausbruch aus einer Art Langeweile im Leben ist, weil sich lange nichts tut oder weil immer die gleichen Dinge sind und man spürt hier so den Drang nach etwas Neuem. Unten im Thema haben wir noch den Schatz, das heißt, hier gibt es noch was zu entdecken. Wir sind hier noch nicht fertig mit dem Weg. Und das, was wir hier entdecken, entpuppt sich als Schatztruhe und hat auch auf die längere Frist mit dem Baum wieder totale Wachstumschancen. Auch vielleicht für uns selber, also sich wieder rauszuwagen, Hindernisse zu umgehen, wo es nötig ist, um sich dann auch wieder vitaler zu fühlen. Hier nochmal mit dem Klee ist es jetzt nicht so etwas Riesiges, sondern eher etwas, was sich im kleineren Bereich im Alltag auf den Weg macht. Vielleicht ist es auch bei manchen nur im Hobbybereich, ne? Irgendetwas zu finden, was einen so innerlich wieder füllt. Wir haben hier unten die Haselnuss. Hier ist es so, dass du vielleicht schon spürst, dass etwas unstimmig ist, dass dir aber das Wissen fehlt. Und die Haselnuss, die lüftet die Schleier. Die ist ein Mittler zwischen den Welten und die kann dich auch mit den Naturgeistern in Kontakt bringen. Vielleicht ist es hier auch möglich, diese Nuss zu knacken. Und wir haben hier unten die Schlüsselblume. Das könnte hier auch sehr hilfreich sein, dass wir uns wieder an etwas erinnern, was als Kind unser Traum war oder unseren Träumen entsprach. Und dass wir jetzt überlegen, wie wir das ein oder andere hier noch ja, auf die Erde bringen oder leben können an sich, ne? Was sagen denn die kleinen Engel dazu? Sei stolz auf dich. Also hier darfst du schon mal überhaupt über die Lebenssituation, die du jetzt hast, mega stolz sein, dass du vielleicht ja, erreicht hast, Ziele erreicht hast, umgesetzt hast, was du dir vorgenommen hast. Aber jetzt kommt eben dieser Punkt, da geht man wieder weiter, da fragt man sich, ich habe jetzt das erreicht, wo geht die Reise jetzt hin? Welche Optionen kann ich noch nutzen? Und falls du jetzt hier dieses Wissen noch nicht hast, dann kommt hier unten noch, es gibt für alles eine Lösung, einen Weg, auch wenn er vielleicht noch im Verborgenen liegt oder noch nicht ganz so erkenntlich ist. Und unterm Deck haben wir noch Glück liegt im Augenblick. Das würde dem Alltagsglück hier entsprechen, ne? Dass wir einfach gucken, dass wir den Alltag so gestalten, dass da noch Erfüllung herkommt und das verbindlich. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.